Willkommen und hallo bei 4 Reifen ein Klo. Ihr kennt ja, oder viele von euch kennen bestimmt die antihaftbeschichtete Backform. Und viele von euch kennen bestimmt auch die erste, zweite Ebene und auch das Aufbackgitter. Und diese Kombination ist total schlecht. Ich zeige euch ja warum, weil wir kriegen jetzt gerade ganz viele Bilder von wegen Herstellerfehler. Da geht die Anti-Haftbeschichtung ab. Und ich zeige euch jetzt mal warum das hier alles eine schlechte Kombination ist. Anti-Haftbeschichtungen sind dafür bekannt, dass man da nicht mit spitzen Gegenständen rein darf und auch nichts mit Edelstahl. Ja, jeder weiß, man geht nicht mit dem Messer rein. Aber diese Dinger, die werden natürlich so schön hier benutzt, die werden hier reingelegt, die werden gedreht, da wird was draufgelegt, es kommt Ballast drauf. Was haben wir denn hier an Ballast? Wartet mal. Vielleicht auch nicht ganz so was Schweres, muss ja irgendwas sein wie brötchenartig vielleicht. So, und dann habt ihr das so liegen. Und das macht ihr ein paar Mal. Ja, und was passiert? Ihr kriegt hier echt Kanten rein. Und wenn ihr das immer wieder macht und immer wieder und immer wieder und immer wieder, dann blättert hier alles ab. Ich versemmle hier gerade eine antihaftbeschichtete Form für euch. Ja, damit ich euch echt mal zeigen kann, dass das euer Verschulden ist. Nicht unsers, nicht vom Hersteller. Und wenn ihr das immer wieder macht, immer wieder reinlegt, dann habt ihr Probleme. Genau das Gleiche gilt mit dem Aufbackgitter. Legt ihr das Aufbackgitter rein, ihr packt es hin, es wackelt automatisch. Ihr habt irgendwann hier Macken drin. Das funktioniert einfach. Das ist ganz klar. Macken sind drin und das auch nur, weil ihr oder weil diejenigen meinen, mit diesen tollen Sachen, die natürlich alle ihre Daseinsberechtigung haben, aber die haben ihre Daseinsberechtigung nicht für die antihaftbeschichtete Form. Leute, es kann doch nicht sein, wir haben wirklich jetzt Bilder bekommen, wo hier oben alles abblättert. Und dann fragt man mich, ist das ein Herstellerfehler? Die sind doch nicht mal bei uns gekauft worden, die Leute fragen mich, ist das ein Herstellerfehler? Und man sieht eindeutig, dass es dieser Abstand ist, wo diese zweite Ebene drin ist. Ist eindeutig zu sehen, das könnt ihr auf den Bildern auch selber gerade erkennen, dass man das so sieht. Und auch wenn ihr die Silikonform verwendet und mal wieder das, es ist immer irgendwo an der antihaftbeschichteten Form. Und damit beschädigt ihr eure antihaftbeschichtete Form. Ich kann es nur immer wieder sagen, die Supportanfragen, die nehmen gerade überhand, dass die Leute mich fragen, gibt es einen Herstellerfehler? Ich sage euch ganz klar nein. Und ich werde auch ganz viele Händler davon unterrichten, dass das kein Herstellerfehler ist. Nicht, dass ihr echt auf die Meinung kommt, das kann ich ja jetzt reklamieren, weil ich habe doch einen Fehler gemacht. Also kann ich doch da hingehen und sagen, Leute, da blättert alles ab. Und das Schlimme ist ja noch, die anderen Verkäufer haben nicht meine Erfahrung. Die wissen nicht, dass es der halbe Zentimeter, wenn es dieser Kreis ist, dass dieser halbe Zentimeter von diesen verdammten Ebenen ist. Die sind toll, diese haben ihre Daseinsberechtigung, nur in Verbindung mit der antihaftbeschichteten sind die absolut kacke. Ernsthaft. Ich rate euch ab, diese Verbindung zu machen und auch Silikonform und das Gitter, so soll es ja sein, bitte nicht mit der antihaftbeschichteten Form. Da sträuben sich gerade bei mir die Nackenhaare. Ja, die Leute waren im Urlaub, die haben schön Spaß gehabt damit, haben die Ebenen benutzt, haben das Aufbackgitter benutzt, haben Brötchen aufgebacken und immer wieder, 1 Woche, 2 Wochen, 3 Wochen, eure Form nimmt Schaden. Und auch wenn ihr diese Ecken mit Alufolie ummantelt, ist es immer noch eure Sache, ob ihr das macht. Das ist auch ein Tipp, klar, man kann es machen. Ich sage aber auch, bitte legt es vorsichtig rein. Ich mache Brötchen ja auch nur mit Silikonform und Aufbackgitter, dieses Aufbackgitter, damit ich die antihaftbeschichtete nicht beschädige. Abgesehen davon ist die antihaftbeschichtete sowieso sehr heiß für Brötchen. Macht die verdammte Silikonform da rein, wirklich. Ich kann es nur raten. Ja, ich bin auf 180, weil ich heute wirklich 6 Anfragen hatte, wo man mich echt gefragt hat, wie kann ich da einen Herstellerfehler geltend machen? Oder, Bianca, weißt du, ob das ein Herstellerfehler ist? Ich habe die Erfahrung, ich habe jetzt seit 2015 Erfahrung und ich habe auch Erfahrung mit diesen ganzen Dingern. Und ich habe Erfahrung mit Zangen und.
Ich weiß, wann die Zange hier Beschädigung macht. Ich weiß, wann diese Dinger Beschädigung macht. Ich weiß, wann das Aufpackgitter Beschädigung macht. Ich weiß, wann eure Silikonform lila wird. Bitte, ich kann es euch nur sagen, alles was Edelstahl ist, auch irgendwelche Messer, wo ihr meint, ihr könnt da eure Lasagne rausschneiden, lasst das sein. Wirklich, ich empfehle immer wieder aufs Neue, holt euch was aus Silikon. Der macht nichts, da könnt ihr reingehen, da könnt ihr ran rumhämmern, da könnt ihr alles mitmachen. Bitte kein Edelstahl, keine Ebenen, kein Aufpackgitter da drin. Das ist fatal für eure Antihaftbeschichtung. So, und jetzt kann ich nicht mehr. Jetzt gucke ich in mein E-Mail-Verzeichnis, ob ich da noch 1, 2 Anfragen habe. Und ich hoffe, dass jetzt die Leute verstanden haben, kein Edelstahl in der antihaftbeschichteten Form. Ich wünsche euch noch einen netten Tag. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.